Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ja, schauen wir, was der Tag so bringt. Ich mache es halt mal ein bisschen anders als sonst. Ich habe das Golden Magic Lenormand von der Gabi Mokos am Start. Und ich bin gespannt. Das, was ich jetzt hier mache, das können ja Möglichkeiten viele sein. Und dennoch gibt es eine zentrale Botschaft. Und hier geht es um Hindernisse, um Blockaden, um Sachen, die nicht vorwärts gehen. Möglicherweise, Moment, ich muss mal gucken, ob ihr noch alles sehen könnt. Haben die hier was damit zu tun, mit unausgesprochenen Dingen, mit Gesprächen, die in euch rumoren, mit Konflikten, die es mal gab und die in euch irgendetwas ausgelöst haben, das so hinderlich ist, ne? Ich sage das ja immer, das gesprochene Wort hat für mich sehr viel Macht. Ich kann mich auch, also wenn ich mich an nichts erinnern kann, ne, aber an Worte, die speichern sich ab, auch meines Erachtens nach auch in den Zellen. Und die wirken darum, deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und Gott sei Dank auch schon an mir gereifter, dass ich nicht alles gleich unbedacht raushaue. Aber hier kommt etwas an die Oberfläche, wo einfach etwas geschehen ist, das verbal war, das unausgesprochen ist, wo man vielleicht auch geschluckt hat oder man wurde tief getroffen. Und es geht jetzt darum, diese Blockaden zu beenden, rauszukommen, sich wieder beständig fühlen, die Betroffenheit ein bisschen zu verlieren, auf den Weg zu kommen wieder, auf den Weg, wo man auch weitergeht, wo das Ende der Verstrickung praktisch in Sicht ist. Es kann hier sein, dass es zu Konflikten oder verbalen Dingen tatsächlich mit einem Gegenüber gekommen ist oder auch mit Kindern, respektive mit Freunden. Es kann auch sein, dass es hier drum geht, wir haben unten die Sense, dass euch das emotional stark belastet hat. Vielleicht gab es auch einen finanziellen Konflikt. Eine Fehleinschätzung, eine Interpretation, die ihr so nicht stehen lassen wollt, aber die zunächst mal sprachlos macht. Und da geht es jetzt drum, ne? Speziell kann das hier sein, dass das Umfeld auch so ein bisschen mit betroffen ist, ne? Hier gibt es Konflikte, die zeigen sich zwischen zwei Leuten und das Umfeld kriegt es mit, reagiert entsprechend auch drauf. Und hier geht es um die Aufklärung von dessen, um diesen Prozess, wo man sagt, okay, ich habe verdaut, ich habe geklärt und jetzt darf es auch wieder weitergehen. Und ich lasse mich hier nicht immer ausbremsen, ich habe entsprechend dazugelernt. Möglicherweise auch ein Schicksalsthema, ne? Die Reaktion auf Sprache, auf Worte, wie geht man damit um? Haut man gleich was zurück? Lasst man Dinge so stehen? Ja, aber auch die Möglichkeit, dass man sich überfahren gefühlt hat von jemandem und dass einen das so ein bisschen erstarrt hat. Okay, das wäre mal das eine Szenario. Ich habe hier um die berufliche Energie neue Möglichkeiten, Chancen, die hier hinzukommen. Es kann ja auch über Arbeitskollegen sein oder Menschen, die euch inspirieren. Ich habe, dass man die Dinge hier in den Umbruch bringt. Ich habe die Wohlfühlenergie beim Beruf dabei. Ich habe aber auch, dass wir dafür sehr viel investieren. Also wir haben die gebende Kraft am Beruf dran. Und am Ende kriegen wir hier auch gesagt, man erntet, was man sät. Also sehe da, wo du nachher die Ernte einfahren kannst und sähe deine Samen behutsam. Okay, ich habe ein bisschen Beziehungsarbeit, die ansteht. Arbeit an Partnerschaften, die sich dann aber auch gut auszahlt.
Ich habe an sich eine kreative Energie, die hier durchs Blatt fließt. Kleinere Neubeginne, die neue Türen öffnen. Das kann jetzt im Familienleben sein, in Partnerschaften, in Liebesdingen auch. Verbunden mit guten Wegen, die hier nutzbar sind. Es kann sein, dass der ein oder andere hier auch etwas irgendwie weglässt. Ne? Die Sense schneidet auch was weg, die verkürzt, die macht etwas kleiner. Und hier könnte der Mehrwert drin liegen, dass man etwas weglässt und daraus etwas Besseres entsteht. Also unnötiges Zeug zum Beispiel. Spielereien, die man so probiert, die aber am Ende nichts einbringen. Es geht hier um das bewusste Tun, ne? Nicht um dieses, probiere ich mal da ein bisschen und da, sondern hier wird bewusst gesucht, sich eine neue Tür zu öffnen, die dann hier Ernte einbringt. Die Liebe meldet sich hier auch. Hier kann es auch sein, dass man in Liebesdingen, in einer Herzenangelegenheit irgendwelchen Kummer noch mit sich schleppt und dass das so hemmend wirkt. Und hier geht es wieder mehr in die Beständigkeit, hier geht es raus aus Blockaden, aus Hindernissen, aus schicksalshaften Strukturen. Möglicherweise hat dich hier auch jemand im Nebel stehen lassen. Ne? Das heißt, man hat hier dieses Bedürfnis nach Aussprache und man fühlt sich nicht verstanden und dennoch gelingt es nicht so richtig. Das kann natürlich auch am Arbeitsplatz sein, weil die Arbeitskarte liegt hier sehr zentral. Kann ein Thema mit den Kollegen sein und jetzt geht es halt darum, forsche ich nach? Hole ich das Thema nochmal raus oder lasse ich es denn einfach so stehen? Da hat ja jeder seine eigene Taktik. Ich kann mittlerweile sehr viel auch so stehen lassen, weil ich denke, das gehört halt dem anderen. Ich ärgere mich da nicht mehr lange rum. Meistens bringt es auch gar nichts, da Wortklaubereien zu machen oder Dinge auseinanderzunehmen. Wir haben für den heutigen Tag noch die Kristallhöhle. Es geht um das Thema Vertrauen. Die Karte kommt dann, wenn sie dir sagen will, dass deine Intuition mit dir spricht. Und genau darum geht es eben, aus diesem Gefühl, das man hat, sich nicht mit Zweifel überkommen zu lassen, bloß weil einer dies oder das oder jenes gesagt hat. Bleib hier bei deiner Einschätzung von Menschen und auch von Situationen, weil man immer genau da ist, wo man sein soll. Also auch wenn mal etwas wegbricht, entsteht daraus wieder der Grund, warum es weggebrochen ist. Und das hier ist sehr speziell tiefgreifendes, was hier weg kann. Ne? Man sortiert es aus. Hier geht es auch um deinen eigenen Glauben an dich oder an uns. Ne? Wie schnell lassen wir uns erschüttern von irgendjemand, von irgendwas, von irgendetwas, das jemand einfach mal so daherquatscht. Und dieses Prinzip kommt hier zum Einsatz und zum Wirken. Etwas braucht auch noch ein bisschen Geduld. Und Vertrauen ist ja auch die Grundlage des Manifestierens. Ne? Alles entsteht, weil irgendjemand mal irgendwann angefangen hat, daran zu glauben. Hier wird auch nochmal gesagt, was immer deine Aufmerksamkeit und Pflege erhält, wird gedeihen. Also guck auf das, was du sähst. Ne? Man erntet, was man sät. Auf das, was du investierst. Und möglicherweise liegt hier eine große Auflösung von etwas, was dich lange gehindert hat. Das Vertrauen zu dir selbst, zu deinem Instinkt und zu dem Fokus, den du auch durchaus mal nur auf dich lenken darfst. Klasse Ding, ne? In der Höhle, da findet man ja auch immer so ein bisschen seinen Schutz. Da zieht man sich zurück. Da ist der Ort, wo man sich inspirieren lässt, an geheimes Wissen drankommt und so weiter.
Wir nehmen mal noch so ein Signal aus dem Zauberwald. Ich bin gespannt. Du bist am richtigen Platz, ne? Lass dich nicht rausbringen, lass dich nicht hindern, lass dir nichts einflößen von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie wüssten es besser, sie haben eine andere Meinung. Hier geht es sehr stark um deine Prinzipien auch, ne? Und dass die gut so sind, wie sie sind. Wir haben hier so ein Kinderthema, das kann sein, dass du das Thema auch schon kennst, dass deine Eltern dir vielleicht so eingetrichtert haben, dass du eben nicht gut so bist und auch nicht am richtigen Platz und auch deine Art und Weise, wie du die Dinge handhabst, dass die so nicht richtig sind. Und das ist das, was sich in einen einbrennt und es wirkt so vor sich hin. Hier entstehen schöne neue Wege für die Persönlichkeit auch, für die Weiterentwicklung und für ein gutes Fundament. Okay, ihr Lieben, ich drücke euch, ich wünsche euch was, bis morgen.